Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Akku die Altera mit GTX. Ich habe das große Vergnügen, euch heute mal ein wirkliches Review vorzustellen und nicht einfach nur eine Produktvorstellung. Denn die Akku Altera mit trage ich jetzt seit 1,5 Jahren. In den 1,5 Jahren habe ich sie wahrscheinlich 365 Tage am Stück getragen. Also nicht am Stück, natürlich zwischendurch mal ausgezogen nachts. Aber sonst fast jeden Tag getragen, auch im Sommer. Und über die Messen, SHOT Show, IWA, haben sie mich begleitet. Und von daher habe ich mir gedacht, das ist mal wert, darüber auch ein Review zu machen. Zunächst einmal habe ich hier auch ganz beliebte Schuhe mitgebracht, die Lova C4, noch die Generation 1. Ihr kennt sie, ihr liebt sie. Bei mir im Team lieben sie auch sehr viele. Für mich waren sie nie irgendwas. Ich habe Lovas, ich liebe Lova auch, aber nicht das Modell. Die Inox zum Beispiel gefallen mir sehr gut oder eben halt auch die höheren Stiefel, der Breacher oder der Mountain GTX. Das sind tolle Lova-Stiefel, aber die C4 sind nie an mich gegangen. Haben mir irgendwie nie gefallen. Keine Ahnung warum. Deswegen war ich auf der Suche nach einer Alternative für einen mittelhohen Stiefel und bin dann mal auf Akku gestoßen. Klang gut, bestellt, ausprobiert und sofort in Liebe gewesen. Ja, warum ist der Altera mit GTX mein Lieblingsschuh geworden? Zum einen, es ist ein relativ breiter Schuh. Das heißt, ich habe hier mit meinen breiten Füßen sehr viel Platz vorne. Er ist extrem leicht. Er ist, obwohl es ein Gore-Tex-Schuh ist, habe ich hier am allerwenigsten Stinkefüße. Ich habe immer Stinkefüße. Ihr könnt jeden bei Epic fragen, hat der Martin Stinkefüße? Die werden euch alle sagen, Alter, die Hölle. In allen anderen Schuhen sofort nach einem Tag Todesgase, aber in denen hier, das dauert schon echt deutlich länger. Also ich weiß nicht, wie sie es machen und warum sie es machen, aber auf jeden Fall war hier das Fußklima in dem Schuh für mich persönlich, ist natürlich immer alles subjektiv, war für mich hier in dem Schuh besser. Deswegen habe ich gesagt, das ist der Schuh. Ihr seht hier schon auch die farblichen Unterschiede. Das ist hier das Vorjahresmodell von 2021, 22, sowas um den Dreh. Und das hier ist die aktuelle 23er-Kollektion. Da hat sich farblich ein bisschen was getan. Von den Features her ist es aber gleich geblieben. Von daher habe ich sie auch beide mal auf den Tisch gestellt, dass ihr das einmal sehen könnt. Wir haben hier eine Wildlederkonstruktion außen. Innen ist es Synthetik, wie schon auch erwähnt, ein Gore-Tex-Innenschuh, der hier in der kompletten Sohle natürlich durchgehend eingebracht ist, dass das auch bis hier oben hin eine Wasserdichtigkeit gewährleistet. Ihr kennt das auch bei Gore-Tex-Schuhen, also zumindest ist meine Erfahrung, sobald nicht irgendwie Vollleder noch außen unterwegs ist, kommt irgendwann doch Wasser durch, auch wenn Gore-Tex eigentlich komplett wasserdicht sein soll. Wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt, schreibt es uns mal in die Kommentare, aber ich hatte noch keinen und das gilt für alle Marken, Gore-Tex-Schuh, der meinen Fuß dauerhaft trocken gehalten hat. Okay, von der Sohle her hat man hier eine Tenuta-Sohle, also auch eine Akku ist eine italienische Marke hier, eine passende Sohle dazu mit einem ordentlichen Grip, aber auch mit einer entsprechenden Flexibilität, was den Schuh halt auch auf weichen Boden beziehungsweise auch auf harten Boden ziemlich gut tragen lässt. Wenn ihr jetzt mal schaut hier nach 1,5 Jahren Sohlennutzung, da ist nicht viel passiert. Also das muss ich wirklich sagen, ist völlig im Rahmen. Man hat natürlich hier hinten ein bisschen einen Abrieb, ja, aber ansonsten hat die Sohle das sehr, sehr gut mitgemacht, wenn ich mir das hier so im Detail mal anschaue. Ja, ansonsten haben wir hier natürlich eine Stabilisierung im Hinterfuß durch diese Einlagen, die hier verwendet worden sind. Man hat hier eine kleine Lasche zum Anziehen. Die braucht man eigentlich nicht, wenn man relativ gut in den Schuh reinkommt. Man kann die Zunge sehr schnell und sehr weit aufmachen. Also die Lasche habe ich nie gebraucht, außer um vielleicht den Schuh mal irgendwo hinzuhängen. Aber zum Anziehen ist sie tatsächlich ein bisschen klein. Und ansonsten hat man hier nochmal einen Geröllschutz im vorderen Bereich, der den Fuß auch nochmal ein bisschen schützt. Ja, was habe ich noch an Abnutzungserscheinungen gehabt? Hier am linken Schuh könnt ihr deutlich sehen, wo ich mein iFac, was ich jeden Tag auch trage, getragen habe. Das ist hier die Abnutzung in dem Bereich. Das seht ihr zum Beispiel hier beim rechten Fuß. Da ist überhaupt nichts zu sehen. Das heißt, das ist wirklich nur die Abnutzung, weil das iFac da gescheuert hat. Und ansonsten das ist das Einzige, was hier noch defekt ist, sage ich mal, was nicht mehr funktioniert, ist hier vorne ist das Wildleder, was über der Schuhlasche
liegt, hat sich die Naht gelöst. Hat überhaupt keinen Einfluss auf die Funktion, weil die Lasche selbst unten drunter ausgeführt ist und dadurch die Schnürsenkel auch weiter gehalten werden. Das ist wirklich ein rein kosmetisches Ding. Das heißt, wenn ich das hier wieder ankleben würde, wären die Schuhe wieder good to go. Von daher sehr schön. Von der Schnürung her habt ihr es ja eben auch schon gesehen. Hier auch am Vorderfuß nochmal eine Verstärkung, die hier das Ganze trägt. Dann wird das Ganze natürlich nach oben geschnürt. Hier 4 Wildlederlaschen und dann ganz oben nochmal eine Schnellschnüröse. Und genau so war es auch vorher. Werfen wir nochmal einen Blick auf die Sohle. Hier setzt Akku auf Ortholite X25 Hybrid. Eine ganz simple, leichte Sohle. Das war auch schon vorher so. So sieht sie dann aus. Disgusting. Wenn sie dann ein Jahr lang unterwegs ist, die könnten wir auch mal austauschen. Ich glaube, ich tue einfach die hier rein und nehme die neuen. Ja, aber wie gesagt, die haben mir immer gute Dienste geleistet und sind auch meiner Meinung nach völlig in Ordnung. Natürlich kann man hier auch, weil sie rausnehmbar sind, könnte man sie waschen, wenn man nicht so ein fauler Sack wäre. Oder aber durch orthopädische Einlagen austauschen, wenn das denn notwendig sein sollte. Das sind die Sohlen der Akku Altera mit GTX. Ist gut, bleibt gut. Ist nur noch die Frage, ob ich mich mit der neuen Farbe anfreunden kann. Die alte hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Aber auf jeden Fall eine absolute Empfehlung von mir persönlich. Diesmal nicht von Epic, sondern von mir persönlich. Die Jungs schwören alle auf die C4, ihr wahrscheinlich auch da draußen. Aber falls ihr nochmal auf der Suche seid nach einer Alternative, dann schaut euch auf jeden Fall mal den Akku Altera mit an. Und falls euch mittelhohe Schuhe nicht zusagen, den gibt es auch nochmal als Low-Variante mit den besagten gleichen Features. Akku werden wir euch bald noch ein bisschen mehr vorstellen. Das britische Militär hat inzwischen auch die Stiefel im Einsatz. Und da wollen wir euch mal die Pilgrim-Serie vorstellen. Aber nur mal so vorab den Akku Altera mit schon mal so zum Mitgeben. Gibt es bei Recon Company. Der Link ist unten eingeblendet. Habt ihr selber diese Schuhe oder andere Schuhe von Akku im Einsatz? Schreibt es uns mal in die Kommentare. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Gut Fuß. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.